So wie ihr im Titel schon lesen könnt, brauche ich ja gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, aber ich habe einen Tumor. Wie ich das erkannt habe, was da genau los ist, etc. pp. erfahrt ihr jetzt hier in dem Video. Ich möchte euch keine Angst machen oder irgendwas, ich möchte euch nur von meiner Erfahrung erzählen und möchte euch sagen, geht regelmäßig zum Check-up. Also, ja, fangen wir mal an. Bei mir war das so, dass ich plötzlich an meiner Brust etwas gespürt habe und da habe ich auch meiner Mutter Bescheid gegeben und die sagte so, ja, mach dich mal nicht verrückt, vielleicht ist das irgendwie nur eine Verhärtung oder whatever. Es gibt ja so viele Sachen, was das sein könnte. So, ich hatte aber vorher nie irgendwas, nichts in die Richtung. Ich bin auch nie krank oder ich habe einfach keine Leiden, sag ich es mal so. Zumindest nicht körperlich. Und das Ding ist, dass ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, dass ich das gespürt habe, aber ich habe es auf einmal gespürt, dass da was ist, weil ich taste mich auch nicht regelmäßig ab oder so. Aber ja, dann ist es aber nach mehreren Wochen nicht weggegangen. Und dann hat man natürlich schon leicht Panik und denkt sich, was ist das jetzt genau? So, und dann habe ich einen Termin gemacht bei der Frauenärztin. Und ja, ich würde sagen, die hat mich erstmal so ein bisschen belächelt. Schien mir zumindest so. Kam so rüber. Ob es jetzt so war, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall einen Nottermin bekommen, weil das ja sonst ewig dauert beim Frauenarzt, wisst ihr ja selber. Ja, dann bin ich dahin und habe meinen Leiden erzählt und dann hat sie direkt einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, ja, da sehe ich etwas. Und dann hat sie sich das genauer angeguckt, das war auch schon relativ groß und sagte zu mir, das ist ein Fibroadenom, ein Mama-Tumor. Und das war natürlich erstmal ein Riesenschock für mich. Aber im gleichen Zug wurde quasi auch schon erwähnt, dass das nichts Bösartiges ist. Komme ich gleich zu, die Ärztin gewechselt, also nicht die Frauenärztin, sondern da, wo das operiert werden soll. Die haben dann zu mir gesagt, es kann auch zu etwas Bösartigem werden. Ja, und das ist erstmal ein Riesenschock gewesen, aber ich habe es trotzdem irgendwie gut weggesteckt, weil die Frauenärztin mir direkt die Angst genommen hat. Also hat gesagt, es ist nicht schlimm und bla bla bla. Das sieht gut aus so von innen. Die konnte es ja im Ultraschall sehen. Und dass das halt quasi, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber dass das halt frei, hohl, whatever von innen ist. Und da war nichts schwarz zu erkennen oder so auf dem Bild. Ja, das war aber auf jeden Fall krass, weil ich da auch schon wieder gesehen habe, hört immer auf euer Bauchgefühl. Ja, es ist einfach so. Ich hoffe, die Kameraeinstellungen passen alle, weil ich habe schon lange mit der Kamera nicht mehr gefilmt. Damit habe ich auch meinen Camper-Vlog gefilmt. Ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich einen Termin gemacht habe, ja, wo das halt entfernt werden sollte. Und die Ärztin war so ein bisschen weird, so keine Ahnung. Das war übrigens, was hat die Frau nochmal gesagt? So groß wie hat die jetzt gesagt, Kirschkern? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich schreibe das mal hier hin. Und das ist auf jeden Fall jetzt schon wieder größer geworden. Ja, auf jeden Fall kam ich dann zu der Ärztin und die meinte dann zu mir, dass, ich spreche jetzt einfach ganz offen mit euch, dass ich ja wohl sehr große Brüste hätte für mein Erscheinungsbild. I mean, all natural, ich habe da ja nichts gemacht. Und hat mir quasi im gleichen Zug irgendwie eine Verkleinerung angeboten, wo ich mir auch dachte, okay, ich habe da jetzt nichts zu gesagt, aber früher zum Beispiel hatte ich richtig Komplexe damit
Und wenn dann jemand kommt mit Komplexen, das verunsichert halt extrem, ne? Also mich hat es nicht verunsichert, ich nehme das als Kompliment. Moni, komm mal her. Ja, gut, dann hatte ich da einen Termin ausgemacht. Dann wurde das von deren Seite einmal verschoben. Und wo dann die eigentliche OP sein sollte, habe ich C bekommen. Keine Ahnung, ich hocke eigentlich nur zu Hause, wie ich das bekommen habe. Ich weiß es nicht, vielleicht beim Einkaufen. Ja, und dann, das ist halt irgendwie so mit die beste Klinik, aber ist halt auch ultra weit weg von wo ich wohne. Und dann habe ich noch mal ein paar Gedanken gemacht, weil meine Mutter muss mich erfahren, wenn ich die Operation habe mit Narkose und so, kann ich ja dann nicht Auto fahren. Ja, und dann war das so, dass ich mich nochmal umgeschaut habe für eine andere Klinik. Und die waren so nett, die haben sich richtig gut gekümmert. Die Ärztin war auch tipptopp, sehr menschlich irgendwie. Und da findet jetzt die OP statt in 2 Tagen. Ich weiß noch nicht, wann ihr das Video seht. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich habe Montag einen Termin dort für den Anästhesisten, dass der mir alles erklärt. Und die haben mir auch gezeigt, wie die das machen schon und haben mir einfach voll viele Infos gegeben, die ich bei der anderen Ärztin überhaupt gar nicht bekommen hatte. Ja, und nochmal zu dem Tumor selbst. Es ist so, dass das oft Frauen haben, auch in jüngerem Alter. Ich habe in der anderen auch noch einen, der ist aber noch winzig und muss erstmal nicht raus. Also viele Frauen, auch die Ärztin, die mich da jetzt behandeln wird, die hat selber eins und lebt da die ganze Zeit mit. Das Ding ist halt, dass ich merken kann, der sitzt hier. Ich kann ihn auch spüren, dass der halt immer größer wird. Und das kann halt schon mal bis zu so einem Tennisball werden. Und das möchte ich da nicht drin haben. Generell fühlt sich das sehr komisch an zu wissen, da ist ein Tumor drin, ist hier. Und ich finde es schon wieder so krass, weil stellt euch mal vor, ich wäre da jetzt hingegangen und die hätten mir quasi nicht so gute Nachrichten überbracht, sondern hätten wirklich gesagt, das ist was Bösartiges. Und da kann man mal wieder sehen, wie gut es einem geht, wenn man gesund ist. Man muss das wirklich jeden Tag zu schätzen wissen. Ne? Und darf nichts für selbstverständlich nehmen. Und auch die Leute, die dann alle was Bösartiges haben, es hat sich ja keiner ausgesucht. Und wisst ihr, die gehen einfach zum Arzt und von einem auf den anderen Tag ist das Leben komplett anders. Und ja, ich bin wirklich so dankbar, dass das nichts Schlimmeres ist und das einfach entfernt werden kann. Ich habe so ein bisschen Angst vor der OP, denn ich wurde schon mal an meinem Auge operiert, weil ich so Doppelbilder habe und das sollte halt korrigiert werden und ist nach einem Jahr wieder komplett rückgängig gegangen. Und da habe ich eine Narkose bekommen und mir war danach so schrecklich übel. Und ich bin überhaupt nicht zimperlich, was sowas angeht, aber das war schon echt fies. Aber das soll ich dann morgen alles mitteilen dem Anästhesisten und dann kriege ich irgendwie ich weiß nicht, ob man eine andere Narkose kriegt oder eine etwas leichtere, kein Plan. Ja, und ich nehme euch mal so ein bisschen mit, wie jetzt der Verlauf auch sein wird, wenn ich dann bei der Besprechung war morgen und den OP-Termin hatte, wie es danach mir geht und so. Und die Frau hat auch schon gesagt, ich bekomme so eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so eine Art Korsett um. Ich glaube, wie als hätte ich so eine Brustvergrößerung gemacht. Aber ja, Shelly, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Nee, jetzt nicht, ne? Sophia das sagt, mache ich es erst recht nicht. Ja, und ihr fragt mich gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte, aber ich glaube, ich habe so gut wie alles gesagt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, fragt mich sehr gerne. Ich beantworte euch das. Hoffe, dass alles glimpflich verlaufen wird. Die haben auch gesagt, ich soll vorsichtshalber mal eine Tasche packen,
falls ich eine Nacht da bleiben muss, wenn ich da irgendwie so eine Drainage dran bekomme oder so, keine Ahnung. Und das werde ich dann mal wohl tun, ne? Und ja. Ja, man muss einfach, wie gesagt, dankbar für jede Sekunde im Leben sein, auch wenn das Leben manchmal echt, ja, schwer, whatever ist. Man muss dankbar sein, dass man es erleben darf hier, weil, ne, wer weiß, ob wir vielleicht im nächsten Leben als Tier wiedergeboren werden, dann werden wir es nicht nochmal erfahren. Nee, aber ja, geht zum Frauenarzt, lasst euch da abchecken, habt keine Angst, denn das ist viel schlimmer, die ganze Zeit in so einem Ungewissen zu sein, anstatt ja, das dann einmal richtig abchecken zu lassen, egal was es ist. Wenn ihr euch Sorgen macht, geht zum Arzt und ja, lasst euch untersuchen. Genau. That's all I wanted to say. Und ihr seht jetzt den weiteren Verlauf. Und ich verabschiede mich vom heutigen Tag. Ciao. Bleibt dran, es geht weiter. Na, ja. Habt ihr gewartet? So Leute, ich war jetzt innen drin und ja, mir wurde alles erklärt und ich stehe morgen für 9 bis 10 Uhr drin. Aber es kann sich natürlich immer noch verschieben. Und ich hatte ja meine Augen-OP und mir war danach so schlecht. Und das habe ich gerade nochmal angesprochen. Dann bekommt man auch, also die Frauen generell bekommen so einen, ja, so eine Anti-Übelkeitstablette, weil das bei denen häufiger mal auftritt. Und ja, ich bin etwas aufgeregt. Die hat gesagt, die können mir auch was zur Beruhigung geben, aber ja, ich glaube, ich kann mich dann doch am Riemen reißen. Und ich bin mal sehr gespannt. Also, ich berichte euch morgen weiter. Jetzt geht's erstmal nach Hause zu den Hunden, was essen. So, da bin ich wieder und bin endlich fertig. Ich bin aber auch relativ früh dran gekommen. Das hat mich sehr gefreut, dass ich nicht nur 300 Jahre warten musste. Ja, wie ihr seht, ist es draußen dunkel, denn ich muss eine Nacht hier bleiben. Die haben in der Drainage gelegt und ja, ich komme aber sehr wahrscheinlich morgen raus. Und die waren alles so unglaublich lieb. Ich hatte ein bisschen Aufregung wegen der Narkose, aber es war alles total in Ordnung. Und die haben mir auch sehr die Angst genommen. Und in dem Vorbereitungsnarkoseraum mussten die erstmal 300 Jahre versuchen, meine Piercings rauszunehmen, weil ich die allein nicht rausbekomme, außer das Septum. Und ja, die waren echt so lieb. Und dann ja, bin ich eingeschlafen, habe eine Maske aufbekommen, bin eingepennt. Dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und habe erstmal so gesagt, oh, in Australien bin ich nicht aufgewacht, weil die hatten mir erzählt, dass ja, ein Mann mal gesagt hätte, er hatte davon geträumt, dass er in Australien ist und alle sprechen Englisch mit ihm und bin ich aufgewacht und habe gesagt, oh, also ich bin nicht in Australien und wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich das auch überhaupt nicht mitbekommen und habe mich nochmal in Narkose so halb noch für die netten Leute da bedankt, weil die waren wirklich so lieb. Und die sagten auch, ja, wenn die Patienten nett zu uns sind, sind wir auch nett zu denen. Und ich habe ganz viele Komplimente zu meinen Nägeln bekommen. Das hat mich voll gefreut. Bis jetzt habe ich auch noch keine Schmerzen. Also ich merke, dass da was gemacht wurde. Aber es hält sich voll in Grenzen. Das Einzige, was weh tut, ist dieses Teil. Aber ja, ich frage nachher nochmal, ob das noch drin bleiben muss. Ich bin ja nirgendwo angeschlossen. Oder ob das rausgemacht werden kann. Mal gucken. Hatte auch gerade schon leckeres Krankenhausessen. Scheibe Brot. Aber ja, meine Mutter hatte mir auch noch was mitgebracht. Und ich glaube, das war erstmal alles, was ich sagen wollte. Ich muss mich noch mal auspennen, weil
Ich bin immer noch richtig müde und ich habe auch schon richtig viel geschlafen. Aber bis jetzt ist alles fein. Ich habe auch ein Schmerzmittel in die Brust direkt bekommen, weil das halt ja ein bisschen größer war und dann kann das schon mal wehtun, weil die etwas stärker dran arbeiten mussten. Und ja, morgen endlich wieder zu meinem Tier. Ich vermisse die jetzt schon. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte direkt nach Hause gehen, aber naja. Ich kann euch noch zeigen, was ich mitgenommen habe. Ein Haargummi und mein Toner. Ich habe nur die allernötigsten Basics mitgenommen, also das ist nicht meine normale Routine. Was für die Augenbrauen. Dann eine Feuchtigkeitscreme, CC Cream. Eine andere Creme, die hatte ich in der Trendreader-Box. Die ist richtig, richtig gut, beziehungsweise es ist eher ein Serum Infused Moisturizer. Serum und Moisturizer zugleich. Dann noch für die Lippen, mein Lippenöl. Eine Pro Mascara. Und einmal den Rest meiner Ziegenmilchseife. So, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Ein Tag im Krankenhaus reicht völlig aus. Und alles ist gut. Ich habe keinerlei Schmerzen. Ich habe auch gestern Schmerztabletten hingelegt bekommen, habe ich aber nicht genommen. Und heute auch nicht, weil ich halt, wie gesagt, keine Schmerzen habe. Und ich habe auch nochmal nachgefragt, ob ich denn Schmerzmittel in die Brust bekommen habe, weil die hatten gesagt, dass sie das eventuell machen. Aber ist nicht. Ja, die Ärztin hat gesagt, wenn man das vorsichtig operiert, vorsichtig rausoperiert, dann sollte das nicht wehtun. Und genau, die allerschlimmste Nachricht ist, dass ich 4 Wochen mit BH schlafen soll. Jedes Mädchen weiß, wie schlimm es ist, mit BH zu schlafen. Also ich bin immer froh, wenn ich zu Hause bin und den BH ausziehen kann. Aber okay, ich kann auch einen Sport-BH nehmen oder so. Und das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist tatsächlich der Einstichspunkt von dem Zugang. Das ist das Unangenehmste von allem tatsächlich. Und ich merke auch eher da, wo die Drainage war, unter der Brust. Aber das sind alles also wirklich keine Schmerzen. Also die haben mich auch gestern gefragt, wie meine Schmerzen von 1 bis 10 sind. Und ich habe gesagt 0. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich glaube, das war es dann erstmal. Ich ruhe mich jetzt nochmal aus, lege mich nochmal schlafen. Ich kann euch auch gerne die Stelle mal zeigen. Da sieht man eh nicht viel, aber falls es euch interessiert. Ich wäre gerne noch bis zum Mittag geblieben. Da gab es nämlich Reis mit Lachs. Aber ja, ich bin jetzt auch froh, da raus zu sein. Ich habe das Frühstück noch mitgenommen. Und genau. Ich überlege gerade doch, ob ich euch noch irgendwas mitteilen soll. Aber ich glaube, das war alles. Also, falls ihr auch so eine OP bevorstehen habt, macht euch keine Gedanken. Es war alles halb so schlimm. Auch die Narkose, das war wirklich so wie im Film, dass man halt so, dass das alles dumpf und still um einen herum wurde und man immer langsamer geatmet hat, gefühlt. Und dann war man auch schon weg. Und dann ist man wieder aufgewacht und hat irgendeine Scheiße gelabert. Ja,
Okay, wundert euch nicht, es ist alles noch orange von dem Jod. Also, genau. Und unten habe ich halt noch ein Pflaster drauf von der Drainage. Ja, aber wie gesagt, alles halb so schlimm. Macht euch keine Gedanken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich gerne. Ciao!